Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp von Schuster Automobile. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, neben mir steht ein Wagenheber und ein Auto, denn in diesem Video dreht sich alles um die richtigen Aufnahmepunkte für den Wagenheber, damit ihr das Auto sicher anheben könnt, zum Beispiel eben zum Räderwechsel. Und da habe ich tatsächlich schon noch die ein oder anderen Fehler von meinen Kunden gesehen, wo dann sogar die Schwelle eingedrückt waren, wirklich sehr schade und sehr teuer. Und damit euch das nicht passiert, machen wir heute mal einen Quick-Tipp dazu. Und natürlich, wenn man das Auto anheben will, da braucht man natürlich auch erstmal einen Wagenheber. Und den gibt es schon seit über 10 Jahren nicht mehr im Auto dazu. Bin ich auch froh, denn dieses klapprige Teil, was da immer dabei war, das taugt eigentlich nicht wirklich zum Räderwechsel. Es ist einfach sehr, sehr gefährlich teilweise auch gewesen, ist damit aufzubocken. Wenn ihr das also wirklich zu Hause machen wollt, empfehle ich euch einen vernünftigen Wagenheber. Ich kann euch auch mal unten in die Videobeschreibung ein paar empfehlenswerte Produkte verlinken, falls ihr noch nicht so ein Gerät zu Hause habt. Und grundsätzlich, wenn ihr schon einen habt, die sind eigentlich alle relativ ähnlich aufgebaut. Ihr habt da irgendwo so einen Hebel zum Pumpen und hier vorne eine Art Arm mit so einer Art Aufnahme dran. Die ist wie jetzt hier meistens aus Metall. Die etwas hochwertigeren haben es dann sogar eine Art Gummierung und das ist grundsätzlich auch erstmal sinnvoll, denn diese Gummierung sorgt dafür, dass ihr dann beim Aufbocken des Fahrzeuges unten das Metall nicht verkratzt. Das ist auf jeden Fall mal schonender. Man kann sich allerdings auch ein bisschen behelfen, indem man zum Beispiel hier so eine Art Baumwolltuch nimmt. Das muss jetzt nicht so irgendwie was Besonderes sein. Und legt es einfach drauf, am besten nicht doppelt, sondern einfach. Und auch wenn das jetzt nicht besonders dick ist, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Ganze eben nicht verkratzt. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Menüpunkt sozusagen. Wie finde ich denn jetzt eigentlich raus, an welcher Stelle hier am Schweller ich denn ansetzen muss, damit ich das nicht falsch mache? Und man kann das einmal schon ganz gut fühlen, dass hier unten so eine Art Metallleiste entlang geht, von vorne nach hinten, wo mehrere Metalle aufeinander verschweißt sind. Und Mazda hat eben jeweils an den Seiten verschiedene Punkte speziell verstärkt. Und man kann das besonders gut sehen, wenn man so drunter schaut. Da gibt es so im Abstand von 10 cm hier bei diesem Modell eine Art, ich nenne es jetzt mal Buppel, also so eine Art Schweißpunkt mit einem Abstand von 10 cm. Und genau an diesem Punkt, also dazwischen, sollt ihr bitte diesen Teller ansetzen. Das ist eben eines der typischen Konzepte von den älteren Modellen. Es gibt allerdings noch ein zweites Konzept, das haben alle neueren Modelle, da ist es noch ein bisschen einfacher zu erkennen. Und wie das bei den neueren Modellen aussieht, das zeige ich euch jetzt hier mal am Beispiel vom CX-60. Bei allen neuen Modellgenerationen hat man das Ganze ein bisschen für euch vereinfacht. Die Stelle ist nun leichter zu erkennen. Sie hat so direkte Einkerbungen drin, nicht mehr nur diese Schweißnähte. Und da war eben auch immer die Schwierigkeit, wenn das Auto unten drunter ein bisschen schmutzig ist, dann die richtige Position zu treffen. Und das ist jetzt eben bei den neuen Modellen deutlich leichter. Ansonsten funktioniert es aber ganz genauso. Ihr müsst eben in diesem 10 cm Abschnitt schauen, dass ihr euren Wagenheber ansetzt. Hebt dann den Wagenheber entsprechend an und da ist eben das Metall dann besonders verstärkt, damit hier auch garantiert nichts passieren kann. So, jetzt wisst ihr also, wo die richtigen Ansatzpunkte für den Wagenheber sind, damit auch nichts schief gehen kann. An der Stelle möchte ich euch gerne aber noch ein paar wichtige Tipps mitgeben, die mit dem Thema allgemein zu tun haben. Grundsätzlich ganz wichtig, wenn ihr euer Fahrzeug mit einem Wagenheber anheben wollt, müsst ihr auf jeden Fall dran denken, die Handbremse anzuziehen, den Gang reinzutun oder wenn ihr Automatik habt, auf P zu schalten. Achtet auch grundsätzlich darauf, dass das Auto nicht irgendwie schief steht, also nicht an einem Abhang irgendwie bergunter, berghoch, vollkommen egal, möglichst gerade Fläche und genauso auch natürlich für den Wagenheber, der sollte auch ganz gerade stehen. Bitte nicht irgendwelche Hölzer noch drunter tun, damit er ein bisschen höher kommt, dann sucht euch lieber einen anderen Wagenheber aus, das ist ganz gefährlich. Nächster Punkt, wenn ihr das Auto anhebt, seid ihr nur so hoch, wie es absolut notwendig ist. Also nicht komplett hochbocken, bis das Ding nicht mehr kann, sondern wirklich nur so weit, wie es wirklich absolut notwendig ist, einfach zu eurer Sicherheit. Ihr solltet euch grundsätzlich auch niemals unter das Auto legen, wenn ihr das Ganze mit so einem Hobbywagenheber hochhebt. Das wäre ebenfalls auch sehr riskant. Und eine zweite Sache, die auch wirklich selten beachtet wird, wenn ihr so ein Auto hochhebt, besteht immer das Risiko, dass es doch irgendwie noch kippen könnte. Unterlegt am besten irgendwelche Gegenstände unter die Reifen, zum Beispiel so ein typischer Keil, wie man es vom Hänger kennt, damit das Auto eben nicht zurückrollen kann. Und da gibt es so eine Grundregel, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier vorne rechts auf der Beifahrerseite das Auto anhebt, dann sollte der Keil eben diagonal davon angebracht werden, dass das Auto eben nicht in diese Richtung und in diese Richtung zurückrollen kann. Und umgekehrt, wenn ihr das Ganze eben hier macht, also hinten rechts, dann bitte dann vorne links dann diesen Keil unterlegen, damit auch wirklich nichts passieren kann. Das wäre nicht das erste Mal, dass sich da jemand mal wirklich ernsthaft dabei verletzt. Wenn euch dieser Tipp gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall auch wieder einen Daumen nach oben da, das freut uns natürlich immer sehr. Habt ihr noch Fragen zum Thema Aufnahmepunkte vom Wagenheber oder sonstige Themen, schreibt das wie immer in die Kommentare unten rein. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist für euch absolut kostenlos und denkt auch daran, die Glocke zu drücken, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Quick-Tipp.